Situation wird mit unterschiedlichen Gründen wird sie zunehmend schwieriger. Also was wir zum Beispiel in Kenia stark beobachten, ist immer wieder das Auftreten von ethnischen Konflikten, leider Gottes. Wir haben eine große Abhängigkeit immer noch von anderen Staaten bzw. von anderen Kontinenten, was es sehr schwierig macht. Momentan wissen wir alle, dass sowohl die Weltmarktpreise sehr hoch sind für bestimmte Nahrungsmittel, gerade für Grundnahrungsmittel, und das spürt man auch stark in Kenia. Auf der ländlichen Seite wird es halt immer sehr bedroht durch Dürresituationen. Wir hatten 2011 in Ostafrika, gerade auch in Kenia, eine ganz schlimme Dürre, die wir auch alle beobachten konnten. Und ja, für die Familien ist es momentan nicht mehr einfach, ihre Mitglieder zu ernähren. Und Gladys hatte ja vorhin auf der Grünen Woche dann noch sozusagen den Kartoffelbrei der Kenianer gekocht, also ein Maismehlpudding, und hat auch da erzählt, dass es halt früher das teilweise 3-mal am Tag gibt und heute ist es häufiger, dass es wirklich nur noch einmal am Tag etwas zu essen gibt. Also die Situation ist nicht gut. Okay, Dankeschön. Deine Stimme gegen Armut, Your Voice Against Poverty, is implementing or claiming to implement the right to food in the European agricultural policy. Do you think that the EU threatens the right to food of people? And if yes, how? In many ways. Because EU supports one way or another the food security situation back in Africa. For example, the right to food is very complicated back in Africa. We are not guaranteed a meal every day because we cannot afford it anymore due to the high prices of food. How does the EU contribute to this? If we look at our markets are flooded by affordable supplies from the EU. And when our markets are flooded with this kind of supplies, we are not able as local farmers to produce and to remain in business. So therefore, that threatens already the households that depend on agriculture to feed themselves. Also es ist tatsächlich so, dass leider Gottes die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union die afrikanische Situation in ganz vielen, mit ganz vielen Sachen tagtäglich trifft. Und was Gladys wirklich beobachten kann, ist, dass auf dem Markt in Afrika oder in Kenia Sachen aus der Europäischen Union angeboten werden, die halt so wirklich sehr günstigen Preisen dort angeboten werden, und die lokalen Farmer können einfach nicht dagegenhalten und verlieren somit ihre Grundlage, ihre Einkommensgrundlage. Und das hat längerfristige Folgen, weil dadurch die Nahrungsmittelsituation nicht mehr unabhängig ist von ausländischen Importwaren. Und das ist was doch halt auch viele Kenianer bestürzt und Sorgen bereitet. And have you heard of people in Nairobi or elsewhere in Kenya who suffered directly from the EU policy? Of course, yes. And a lot of them. For example, one of our other meals that we eat a lot is from wheat. Wheat is grown in the Rift Valley of Kenya. And we know that there are some farmers in the world, and also in some parts of Africa, who grow wheat that is subsidized by the European Union. When that happened, we had an incident about 2 years ago when the wheat that was coming from these subsidized countries was much cheaper than the wheat that we were producing. And therefore, because of the policies of the EU, we suffered. Most farmers who were growing wheat, most farmers who were growing other crops like even maize, gave up. And it has taken quite a struggle for something like maize, which we use every day, to be sufficient in our own country. So yes, the European Union policies affect us directly. Yes. Ja, es ist tatsächlich so, dass ursprünglich das Rift Valley in Kenia
einen fruchtbaren Boden hatte, wo Weizen angebaut wurde, Weizen und auch Mais. Und vor 2 Jahren war es tatsächlich so, dass das subventionierte Getreide aus der Europäischen Union den Markt total kaputt gemacht hat für den lokal produzierten Weizen und auch für den Mais. Und die lokalen Farmer tatsächlich aufgegeben haben damit. You were working for the organization Tierärzte ohne Grenzen in Kenya. Maybe tell us a few words about what your organization is doing to defeat hunger and else. Maybe I should first tell you about Tierärzte ohne Grenzen before I tell you about the hunger. Tierärzte ohne Grenzen, also known as BSF Germany, is a German NGO that is based in the Eastern Horn of Africa. We have been in the Eastern Horn of Africa since 1998. We started our first project in 1998 in South Sudan when the war was there. We mainly focused then on animal health, but we have grown the kind of projects that we are now implementing. Eine deutsche Nichtregierungsorganisation, die seit über 20 Jahren am Horn von Afrika, also von Ostafrika, arbeitet. Und unser Fokus war lange Zeit tatsächlich auf die reine tierärztliche Tätigkeit, auf die Tiergesundheit ausgerichtet und damit immer zu erreichen, dass die Menschen, die von Nutztieren abhängig sind, eine Einkommensquelle haben und eine Nahrungsquelle haben. Unsere ersten Projekte starteten in Südsudan und da haben wir uns jetzt aber doch beträchtlich ausgeweitet. Over the years we have grown. We are now in 5 countries in the region. We are in Sudan and South Sudan. You know, after the separation now we have 2 Sudans, and then we are in Ethiopia, we are in Somalia and Kenya. In all these communities we target the pastoralists, and the pastoralists are the people who live and depend on animals, and they move from one place to the other. They do not have permanent homes. Ja, also wie gesagt, es sind diese 5 Länder, wo Tierärzte ohne Grenzen tätig ist. Und unsere Zielgruppe sind die Pastoralisten, Hirstvölker. Die leben in den ariden oder semi-ariden Regionen dieser Länder, wo man letztendlich nichts anderes machen kann, als Tierhaltung zu pflegen, Wanderviehhaltung, dass man wirklich von Weide zu Weide zieht, immer der Regenzeit hinterher. Und das ist letztendlich die einzige Möglichkeit, in diesen Regionen zu leben und von etwas zu leben. So, over the years, the kind of projects we have implemented have included water and sanitation. We have implemented animal health, food security, per se interventions. We have conflict, especially where communities that are living together are fighting. We come in for peace mitigation. We come in for rehabilitation, like after the war in South Sudan. We are helping the communities to start again. We are also working with the communities to manage the natural resource that is there. So in one way or the other, BSF Germany or Tierärzte ohne Grenzen is working to ensure that people live a decent life. There's food on the table, there's ability for the children or the families to share a meal at the end of the day in many ways, by even, for example, teaching them how to grow their own food, teaching them how to take care of their livestock, their animals, so that at the end of the day, there is food for the household. Was ich vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen möchte, ist, dass diese Tierhaltung oder dass wir Tierärzte sind, beziehungsweise
wir Gesundheitshelfern ausbilden, ist für viele Bereiche in diesem Hirtenleben wie eine Eintrittstüre, weil es tatsächlich die Tiere mit eines der höchsten Güter sind, die diese Menschen besitzen. Und wenn wir ihnen helfen können, zu sagen, wir machen dein Tier wieder gesund oder wir schaffen es, dass du eine gesunde Herde hast, hat man auf einmal Möglichkeiten, auch viel mehr mit den Leuten zu sprechen und sie zu einer guten Regierungsführung zu bewegen, ihre Kinder teilweise auch in die Schule zu schicken, Gesundheitszentren zu öffnen. Also letztendlich haben wir mittlerweile ein recht weites Betätigungsfeld, aber dieses Tierärzte-Dasein, den Tieren zu helfen, das ist erstmal die Eintrittspforte für uns und damit aber auch wiederum die Grundlage für die Menschen, dass sie dort etwas zu essen auf dem Tisch haben jeden Tag und gesundes und hygienisch einwandfreies Essen zu haben, was nicht krank macht. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön, auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke an Gladys Anya und Anke Scheid und Christina Esch. So, jetzt geht es gleich weiter. Ja, komisch, dass die Menschen den anderen Menschen brutal die Lebensgrundlagen entziehen. Gut, dass es die Kampagne Deine Stimme gegen Armut gibt. Und ich verstehe es nicht so ganz, denn egal. Naja, ich finde, es ist alles sehr strange, denn uns geht es so gut, weil wir jedes Jahr für mehrere Milliarden Euro Waffen in die halbe Welt verkaufen, mit denen getötet wird, und deshalb können wir hier unsere Demokratie aufrechterhalten, und das muss sich auch ändern. Und jetzt kommt wieder Musik. Melomark. Ihr müsst eure Augen, Kontaktlinsen und Brillen justieren, denn Melomark steht nicht hier, sondern er sitzt hier.